Moin zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf Johns MOBA und schaut mal, was ich euch mitgebracht habe heute. Da seht ihr es schon, Great Britain Royal Mail. Wir haben mal wieder ein kleines Unboxing-Video und dann legen wir doch gleich mal los. Ihr könnt jetzt raten, was da drin ist. Und wenn ihr meinen Channel verfolgt habt, besonders das Waldbahnprojekt, habt ihr vielleicht auch eine Ahnung. Also, wir schneiden es mal hier so quer rüber auf und gehen da mal hier rein. Ich habe das Ganze gesendet bekommen, seht ihr auch hier, John Deutschland, privat, das heißt von einer Freundin aus England, die hat das für mich übernommen, denn der Verkäufer verschickt nicht direkt mehr nach Deutschland, sondern nur noch ins UK. Ja, und so easy verpackt ist das Ganze. Da seht ihr es schon. Also keine großen Geheimnisse. Und hier haben wir es schon direkt. Es ist ganz, ganz klein. Und was ist es? Eine Baldwin Class 1012D mit der Nummer 542 WDLR Black mit einem Next 18 DCC Decoder bzw. Schnittstelle. Und so sieht das gute Stück aus. Und was ist das? Das seht ihr hier unten schon. Das ist OO bzw. 009. Das heißt also H0 bzw. OO, also 1:76 als sogenannte Narrow Gauge, also Schmalspur von Bachmann. Und da gibt es diese Baldwin-Lokomotiven als eine ganze Reihe von. Eine sehr coole Sache. Und wir starten dann mit der Lokomotive. Erstmal, der Kasten ist, glaube ich, ein typischer Bachmann-Kasten, einfach nur kleiner. Und auch ansonsten wirkt das wie eine typische Lokomotivenverpackung. Das heißt, wir haben hier so einen Blister, der ist da relativ schwer rauszubekommen. Also ich schieb mal. So. Und dann widmen wir uns doch als erstes mal dem Papierkram. Also, was haben wir hier? Wir haben die Betriebsanleitung und es gibt tatsächlich hier einen Schlauch, um den Wassertank zu befüllen, den die Lokomotive gleich mitführen könnte. Das ist nämlich eine Feldlokomotive. Also wer sich damit auskennt, es gab in Deutschland quasi die Heeresfeldbahn als Schmalspurbahnen und in England eben auch, beziehungsweise bei den Alliierten natürlich auch dann Äquivalente. Und diese Baldwin-Lokomotiven waren ähnlich den Heeresfeldbahnlokomotiven in Deutschland oder auf alliierter Seite weit verbreitet, sind dann genau wie die deutschen Schmalspur-Heereslokomotiven nach dem Ersten Weltkrieg eigentlich auf der ganzen Welt verteilt worden. So, ja, wir sollen das ölen, also hier an den Zahnrädern, aber auch, und das finde ich ganz interessant, am Gestänge. Das habe ich so auch noch nicht gesehen, außer vielleicht beim Original. Gut, und dann schauen wir uns nochmal an, wie könnte ich hier zum Beispiel einen Decoder einbauen. Wird hier relativ detailliert beschrieben, eigentlich eine ganz coole Sache, geht wohl auch recht einfach. Da ist also eine Schnittstelle direkt installiert und ein Sounddecoder könnte eben auch direkt installiert werden, denn, das seht ihr hier, this locomotive comes with a DCC sound speaker already fitted. Das bedeutet, wir haben hier einen vorinstallierten Lautsprecher. Das heißt, wenn ich einen DCC-Decoder mit Soundfunktion auf Next 18 hier einbaue, habe ich direkt Sound. Das juckt mich jetzt ein bisschen in den Fingern, dass ich das vielleicht doch mache. Auch eigentlich sollte meine Waldbahn ja analog bleiben, aber wenn ich das lese, quasi nur der Decoder erforderlich und Lautsprecher ist schon drin, juckt es einen doch in den Fingern. So, dann haben wir hier
Nochmal kleine Typenschilder, Messing 542 und das Typenherstellerschild. Sehr, sehr schön. Ich weiß nicht, ob man die noch ausbringen muss. Müssen wir gleich mal gucken. Und ja, Bachmann Collectors Club Werbung. Gut, dann kommen wir mal zur kleinen Lokomotive selbst. Und ich habe es ja eben schon gesagt, die ist da schwierig rauszuholen gewesen. Das heißt, wir haben hier diesen Plastikblister und dann den üblichen Blister zum Aufmachen. Also machen wir das mal. So. Oh, da seht ihr schon, die ist ganz, ganz klein. Ne? Also es ist irgendwie geil, so eine H0-Lokomotive mit so kleiner Spurweite zu haben. Es gibt ein paar Dinge, die würde ich euch hier einfach gerne nochmal im Speziellen zeigen. Das eine ist definitiv das Fahrwerk. Wenn ihr euch das anschaut, das ist schon wirklich extrem detailliert. Insbesondere, wenn man die Größe berücksichtigt. Also schaut euch das mal an. Und das finde ich für Großserie, finde ich das wirklich beeindruckend. Das muss man immer im Hinterkopf behalten. Wir sind jetzt hier nicht bei einer Kleinserie Individualherstellung, sondern wir sind hier in der Großserie noch von Bachmann. Und jetzt schaut euch mal hier an, wie durchbrochen dieser Rahmen ist und auch was sich zwischen Rahmen und dem Kessel befindet. Und zwar sind das hier Leitungen und wahrscheinlich auch Leitungen, die dahin gehören und die zwischen der Lokomotive und dem Kessel hin und her laufen. Das finde ich richtig, richtig super gemacht. Also es gibt andere Hersteller, die ganz, ganz groß werben mit solchen sogenannten durchbrochenen Rahmen. Ja, und dann ist da nicht viel mit dem Durchbruch. Und hier ist das doch richtig, richtig toll gemacht. Man sieht hier auch selbst auf der Unterseite ganz, ganz wenige Stellen nur, wo man die Verbindungen quasi sehen kann, also wo Teile verbunden sind. Ihr seht jetzt hier immer so diese eine Linie. Da in dem Bereich, diese Linie, die ihr hier seht, die kann man auch tatsächlich erkennen. Ansonsten sieht das hier oben wirklich alles wie aus einem Guss aus. Ist auch vom Gefühl her wirklich hochwertig, also fühlt sich nicht schlecht an. Wir haben hier die abgesetzten und angesetzten Leitungen. Also die Leitungen sind hier wirklich getrennt. Und jetzt in dem Licht seht ihr das hier oben auch. Also die Pfeife ist hier in so einem Dark Messing quasi, also ein relativ dunkles Messing. Sehr, sehr, sehr cool gemacht. Kommen wir hier einmal zur Rückseite. Und jetzt schaut mal bitte mit mir gemeinsam in diesen Führerstand rein. Seht ihr das da? Das ist doch super, oder? Auch in dieser feine Strich da. Ne? Ihr seht daneben quasi das Ganze. Also der Strich ist halb so lang wie der Kopf einer H0-Preiser-Figur. Ja? Und etwa ein Fünftel so breit wie die Finger dieser Figur. Dann, und das hoffe ich, seht ihr auch, wir haben hier quasi weiß an dem Griff oder so ein elfenbeinfarbenes Weiß. Wir haben dann einen hellen Messington und wir haben hier einen dunkleren Messington. Das heißt, wir haben hier alleine schon 3 Farbtöne in der Leitungsanlage. Und wenn man hier seitlich reinguckt, da seht ihr das. Also hier sind auch noch freistehende Hebel im Führerstand. Finde ich super gelöst, und wenn man berücksichtigt, dass wir hier von einer Preisrange sprechen bis 200 €, finde ich das richtig toll. Ja, jetzt seht ihr das hier auch nochmal mit ein bisschen mehr Detail. Also wir haben hier sogar dann entsprechende Griffe oben auf dem Kessel. Und das macht natürlich einen ganz, ganz tollen Eindruck, gerade wenn man da noch 2 Lokführer drin hat. Hier aber auch für euch von der Größe her, wenn ihr euch das anschaut. Der Mann ist ja 1:87 und jetzt seht ihr hier, wie er da perfekt durch dieses Löchlein schaut, genauso wie der Heizer hier auf der anderen Seite auch. Also würde ich mal sagen, der Unterschied zwischen 1:76 und 1:87 ist hier marginal. Ja. Fällt nicht auf,
Also zumindest mir nicht. Genau. Man sieht hier, wir haben eine Beleuchtung vorne. Die LED ist da nicht so super abgecovert, aber okay. Und was mir halt besonders gut gefällt bei dieser Lokomotive, guck mal hier. Hier ist ein kleiner Wasserhahn. Ja, ist das nicht toll? Ich finde das super. Hier ist ein kleiner Wasserhahn an dem Wasserkanister, dass ich hier auch einfach Wasser nochmal abnehmen kann. Also ist ja natürlich nicht zum Ablassen gedacht, aber solche kleinen Details, das gefällt mir richtig gut. Die Lokomotive selbst in komplett schwarz ist ja nur eine von, ich glaube, mindestens 10 verschiedenen unterschiedlichen Liveries, die Lilliput bzw. Bachmann hier rausgebracht hat. Die gibt es also auch noch durchaus farbenfroh. Und jetzt machen wir mal einen kleinen Größenvergleich. Wir haben ja hier als Vergleichsobjekt erstmal eine Rocco Anna bzw. Rocco Feldbahn Dampflok, denn bis auf das Gestänge, was ihr jetzt gar nicht seht, ist das Modell heute in komplett schwarz mit ein bisschen Aufdrucken hier für 107 € im Handel aktuell. Bei meiner habe ich jetzt hier schon den Motor abgedeckt, sonst würdet ihr hier direkt reingucken in die Wicklung. Also das ist so der schöne Vergleich dann. Hier habt ihr einen super detaillierten Führerstand. Hier guckt ihr direkt auf eine Motorwicklung. Ja, das Gestänge ist bei der älteren Version der Anna, die ich hier habe, noch rudimentär, wie ihr seht. Bei der neuen ist es ein bisschen detaillierter, allerdings auch noch lange nicht auf dem Niveau hier. Ne? Noch lange nicht. Und wenn ihr euch die beiden im Vergleich anguckt, jetzt auch von der Größe her, und ihr müsst nicht denken, für 107 € sind hier Scheiben drin. Die habe ich nachträglich angebracht. Ja, also der Lokführer von der Größe her bei beiden gleich, passt auch in beide Lokomotiven gut rein. Aber es ist halt ein Unterschied wie Tag und Nacht, was Haptik, Qualität des Modells angeht. Ja, also da geht der Preispunkt und der Detaillierungspunkt zu mehr als 100% an die Bachmann-Lok im Vergleich eben zu der Anna, auch wenn die hier nicht ganz neu ist, die gehört halt in eine ganz andere Kategorie rein. Apropos Kategorie, wir haben ja gerade ein bisschen Größenvergleich gemacht. Vielleicht ist für euch mal spannend der Größenvergleich zu einer Normalspur H0-Lokomotive, hier jetzt die 89009 von Märklin. Größenvergleich. Sowohl von vorne als auch von der Seite. Also das ist quasi die kleinste Normalspur-Tenderlokomotive, die man so kriegen kann. Und jetzt stellen wir nochmal hier die Rocco Anna daneben. Jetzt habt ihr alle drei. Auch hier jetzt von der Kategorie her, ne, das ist jetzt hier mit Abstand die detaillierteste und die beiden äußeren sind eben die eher günstigen. Seht ihr ja auch, wenn ihr euch das Gestänge hier unten anschaut. Einfach gehalten. Sehr detailliert. Sehen wir auch gleich, wenn wir uns noch ein paar Fahraufnahmen anschauen. Also alles, was ihr hier seht, was so metallisch glänzt, bis auf dieses Plastikquerstück hier. Alles andere ist gleich Bestandteil der Bewegung. Und im Vergleich dazu ist das hier natürlich brutal undetailliert. Ja. Aber es sind auch unterschiedliche Preiskategorien, deswegen schaut euch eher mal den Größenvergleich an, weniger den Detaillierungsgrad vom Fahrwerk. Wenn es darum geht, müsste man tatsächlich nicht die Lok nehmen, sondern, und die habe ich jetzt auf dem Gleis, denn die schiebe ich ungern auf dem Holz hier rum. Da ist sie. Die 297 Litra. Jetzt seht ihr auch mal ein Litra zu Baldwin-Vergleich. Da sprechen wir von zwei Welten, was die Größe angeht. Also
Im Kessel der P8 kann man 2 Baldwins parken, würde ich mal sagen, oder 1,5. Und auch die Detaillierung vom Fahrwerk, seht ihr, die ist hier auf einem gleichen Niveau ungefähr. Ja. Allerdings, und deswegen haben wir den so ein bisschen kurvig aufgestellt, muss ich jetzt hier einmal Märklin Kritik äußern, denn wir haben das im Review, wenn ihr es gesehen habt von der Litra, habe ich das schon erwähnt gehabt, aber jetzt finde ich, ist einfach der Unterschied total krass sichtbar. Ja, wir haben ja hier die Zwei-Mann-Besatzung, die allerdings nichts zu tun haben, denn das da ist die Detaillierung des Führerhauses. Das ist von Märklin auch als detailliertes Führerhaus beschrieben. Das kriegst du für 160 € umgerechnet als Standard mit. Und das da ist das detaillierte Führerhäuschen für 400 €, beziehungsweise 419 UVP von Märklin. Also ich glaube, in den beiden Punkten kann man die Lokomotiven vergleichen, in einem anderen nicht. Ja. Es sind zwei ganz unterschiedliche Fahrzeugkategorien, zwei ganz unterschiedliche auch Entwicklungs-Produktionskonzepte und so weiter und so fort. Trotzdem, das da ist lächerlich und das da ist richtig cool. Hier macht es Spaß reinzugucken, hier freut man sich, wenn man es nicht sehen muss. Also den Vergleich habt ihr jetzt auch mal gehabt, auch von der Größe her. Also hier sprechen wir schon von sehr unterschiedlichen Fahrzeugkategorien, was die Baldwin und die große P8 in der Normalspur angeht. Die fahren wir hier mal aus dem Bild raus. Wir haben uns hier jetzt auch schon eigentlich alles angeschaut, was es zu der Lokomotive so zu sagen gibt. Funktionen hat sie in dem Zustand hier auch keine, vorwärts, rückwärts und eben ein fahrtrichtungsabhängiges Spitzensignal als Einzellaterne hier. Das ist alles, was da drin steckt. Aber es ist eben ein Lautsprecher vorinstalliert und mit einem Next 18 Decoder kann ich hier eine komplett funktionale Dampflok mit Sound draus machen. Dafür müsste ich jetzt lediglich diese goldene und diese goldene Schraube lösen, dann kann ich hier die Wasserkästen und den Kessel nach oben abnehmen und hier den Decoder drunter installieren. Das soll echt easy gehen. So viel zu den Details und jetzt springen wir mal zum Thema Fahreigenschaften. Und da sind wir schon auf der Anlage und ich zeige euch mal so ein ganz bisschen die Fahreigenschaften der Baldwin. Das Fahrbild ist wirklich super, Fahrgeräusch fast nicht hörbar. Ja. Jetzt schaut euch auch mal an, wie bei der Langsamfahrt hier das Gestänge arbeitet. Ja, kommen wir mal zum Fazit zur Baldwin 1012D von Bachmann. Kaufen, ja oder nein? Und ich meine, ja, natürlich, das müsst ihr euch am Ende als H0E-Fan selbst beantworten. Aber für mich persönlich gibt es in der Preiskategorie aktuell keine Lokomotive, die da mithalten kann in H0E. Und das Fahrbild gefällt mir einfach richtig, richtig gut. Glücklicherweise fällt auch der Maßstabsunterschied kaum auf. Also ich habe ja jetzt hier einen 1:87 Wagen dranhängen an der Lokomotive.
Und ich finde, das passt richtig, richtig gut zusammen. Für mich ist da jetzt kein riesiger Unterschied. Die Lokomotive macht einen super Eindruck hier auf dem kleinen Layout und für mich gibt es hier absolut Daumen hoch für die Baldwin. Wenn ihr das auch so seht, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt einfach auch den Daumen hoch und ich freue mich darauf, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen.